Und Greta Wagner ist für uns in Bernburg am Wohnhaus von Taleb A. Greta, der mutmaßliche Täter, hat scheinbar ein Doppelleben geführt. Einerseits als Arzt, der unauffällig blieb, andererseits Online-Posts, die sich wie Terrordrohungen lesen. Was konntest du in Erfahrung bringen? Ja, ganz genau. Dieses Doppelleben ist das, was erst einmal so fassungslos macht und was auch viele Fragen aufwirft. Nämlich die Fragen, warum wurde er nicht vorher gestoppt? Warum wurde das nicht erkannt, dass sich da jemand langsam ja in irgendeiner Weise auch radikalisiert und eben in einen Wahn reinsteigert, der dann so gefährlich wird für so viele Menschen? Weil es wurde auch gestern bei der Pressekonferenz von der Polizei auch mitgeteilt, dass es versucht wurde, Taleb A. eine Gefährderansprache zu machen. Und die Betonung liegt da ganz klar auf versucht. Sie wurde nicht durchgeführt. Und als dann die Nachfrage der Journalisten gestern kam, warum es eben nicht erfolgt ist, diese Gefährderansprache durchzuführen, da hatte die Polizei dann keine Antworten mehr drauf. Also das sind einfach Fragen, die man sich jetzt stellt. Warum ist das nicht passiert? Zumal auch laut Weltinformation es 2023 eine Gefährderbeurteilung über Taleb A. gab. Das erfolgt dann vom Landeskriminalamt, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass von Taleb A. keine Gefahr ausgeht. Jetzt wissen wir mehr. Die Gefahr von ihm, die war groß. Er hat 5 Menschen getötet, als er mit dem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast ist. Und das ist natürlich auch etwas, was so fassungslos macht. Und gestern kamen ja auch die ersten Meldungen, dass er bei dieser Fahrt, bei dieser Todesfahrt unter Drogen gestanden haben soll. Er selber soll hier in Bernburg, das ist nicht weit von hier, ungefähr 7 Minuten zu Fuß in dem Maßregelvollzug als Psychotherapeut gearbeitet haben und dort eben suchtkranke Menschen betreut haben. Dass er dabei wahrscheinlich offenbar selber eben in da reingerutscht ist, dass er in Wahnvorstellungen gekommen ist. Das kann man ganz gut von seinen Twitter-Posts lesen, die er da geschrieben hat. Dort haben ihm über 40.000 Menschen gefolgt und auch die haben gemerkt, dass da jemand abrutscht, dass da jemand Terrordrohungen offen im Netz verbreitet. Es wurden auch oft seine Posts von Usern gemeldet, aber es wurde nichts unternommen. Eine Userin hat sogar dem Bundesamt für Flüchtlinge geschrieben, allerdings auch auf X eben eine Mail geschrieben, dass sie denkt, dass da jemand gefährlich ist, dass er da offen mit Terror droht und droht, Menschen umzubringen. Diese Drohungen, die gab es wohl. Da gibt es Mails von, die liegen auch unseren Kollegen von der Welt am Sonntag vor. Aber daraufhin ist auch nichts passiert. Und man fragt sich eben ganz offen, warum wurden die Augen verschlossen vor so etwas Offensichtlichem, was eben im Netz angekündigt wurde. Da gibt es noch jetzt so viel aufzuarbeiten und wir sind gespannt, was die Polizei da noch weiterhin herausfinden wird. Greta, für den Moment vielen Dank.